Die Hexe und das Zaubermärchen. Es war einmal eine junge Hexe namens Lila. Lila lebte in einem kleinen, gemütlichen Haus im Wald. Jeden Abend, wenn die Sonne unterging, setzte sich Lila vor ihren Kamin und las in ihren großen, alten Zauberbüchern. Ihr treuer Begleiter, der schwarze Kater Felix, schnurrte oft neben ihr. Eines Abends, kurz vor Halloween, beschloss Lila, den Kindern im Dorf ein besonderes Zaubermärchen zu erzählen. Sie zog ihren schwarzen Hut auf, nahm ihren Zauberstab und flog auf ihrem Besen ins Dorf. Der Mond leuchtete hell am Nachthimmel und die Sterne funkelten wie kleine Diamanten. Die Kinder freuten sich sehr, als sie Lila sahen. »Erzähl uns eine Geschichte, Lila«, riefen sie. Lila lächelte und begann zu erzählen. Vor langer Zeit lebte in einem fernen Land eine tapfere Prinzessin namens Clara. Clara hatte ein gutes Herz und half allen, die in Not waren. Eines Tages hörte sie von einem Drachen, der das Dorf der Menschen bedrohte. Clara wusste, dass sie dem Dorf helfen musste. Mit ihrem treuen Freund, dem Zauberkater Felix, machte sie sich auf den Weg. Gemeinsam überquerten sie hohe Berge und tiefe Flüsse. Unterwegs trafen sie auf verschiedene magische Wesen. Sie halfen einer Eule, die sich im Netz verfangen hatte, und einem verwundeten Einhorn, das seine Herde verloren hatte. Die Eule und das Einhorn waren Clara sehr dankbar und schlossen sich ihrer Reise an. Schließlich fanden sie den Drachen, der in einer dunklen Höhle lebte. Die Höhle war tief und dunkel, und das Rauschen des Windes klang wie das Heulen eines Wolfes. Clara hatte keine Angst. Sie ging auf den Drachen zu und sagte: »Lieber Drache, warum machst du den Menschen im Dorf Angst?« Der Drache seufzte und sagte: »Ich bin einsam und habe keine Freunde.« Clara lächelte und sagte: »Wenn du versprichst, freundlich zu sein, können wir Freunde werden.« Der Drache war sehr glücklich und versprach, das Dorf nie wieder zu bedrohen. Von diesem Tag an waren Clara, Felix, die Eule, das Einhorn und der Drache die besten Freunde. Die Kinder hörten gespannt zu und klatschten begeistert, als Lila die Geschichte beendete. »Was können wir aus dieser Geschichte lernen?«, fragte Lila die Kinder. Ein kleiner Junge antwortete, dass wir mutig und freundlich sein sollen. Ein kleines Mädchen fügte hinzu, und dass es wichtig ist, Freunde zu finden. Lila nickte und sagte: »Genau. Mut, Freundschaft und ein gutes Herz sind das Wichtigste.« Denkt immer daran, die Kinder verabschiedeten sich von Lila und versprachen, die Lektionen aus ihrer Geschichte zu behalten. Lila flog zufrieden nach Hause, wissend, dass sie den Kindern etwas Wertvolles beigebracht hatte. Der Mond schien hell und Felix schnurrte leise, als sie durch den Nachthimmel glitten. Lila setzte sich zu Hause wieder vor den Kamin und dachte an den kommenden Halloweenabend. Sie wusste, dass sie noch viele weitere Geschichten hatte, die sie den Kindern erzählen konnte. Geschichten voller Magie, Abenteuer und wertvoller Lektionen.